Oft sind es nicht die Orte selbst, die uns festhalten, sondern die Menschen. In Quito finden wir genau das. Was wir erst nur als Zwischenstopp planen, wird ein Zuhause auf Zeit. Wir, das sind Jessie. Und ja, ich probiere gerne alles Mögliche aus, aber das Zeug sieht einfach so süß aus. Ich krieg das nicht hin, nein. Und Roberto. Oh, auf jeden Fall, die Uhren, die stimmen alle nicht. Also die zeigt 8 Uhr an, die zeigt 9 Uhr. Und unser Van Jimmy. Irgendwann treibt uns die Neugier aber doch weiter. Auf winzigem Raum jagen wir durch Täler und über Gipfel, bis die Welt um uns herum ganz anders aussieht. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben und was für ein schöner Morgen ist das doch. Wir stehen hier schon seit ein paar Tagen kurz vor Quito und also so einen schönen Morgen hatten wir schon lange nicht mehr. Normalerweise, wenn wir aufwachen, sind wir komplett im Nebel. Aber man muss auch sagen, wir sind ja in der Regenzeit und deswegen ist das Wetter gerade sehr unbeständig. Innerhalb von 5 Minuten können wir komplett im Nebel sein, dann kommt die Sonne raus und dann kommt gleich ein Gewitter mit Starkregen. Also man weiß hier wirklich nicht, was einen in den nächsten Minuten erwartet. Aber das wird uns nicht aufhalten, denn Quito ist ja bekannterweise die höchste Hauptstadt der Welt. Also wollen wir sie uns heute unbedingt ansehen. So entspannt auch die Morgen sind. Man hört's, wir sind in der Nähe von der Großstadt. Das alles hinter mir, das gehört alles zu Quito. Quito hat etwa 3 Millionen Einwohner und ja, wie Jessie ja schon meinte, ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Wir sind hier auf etwa 3000 Meter. Quito selbst bzw. die Altstadt befindet sich auf etwa 2800 Meter. Ja, wo in Europa würde es auf 2800 Meter oder auf 3000 Meter so aussehen? Das ist schon unglaublich und ich finde es auch richtig toll, denn ja, hier auf dem Campingplatz hat man eine richtig schöne Aussicht über die Stadt, vor allem am Abend, wenn dann die Lichter kommen, also es sieht richtig schön aus und ich freue mich auch, die Altstadt zu besuchen, denn wir haben gehört, es soll eine der schönsten Städte hier in Südamerika sein. Und wenn es da hinten nicht ganz so bewölkt wäre, dann würde man Cotopaxi sehen, da waren wir letzte Woche, ein Berg, der fast 6000 Meter hoch ist, der kommt und geht, ja, das Wetter spielt hier einfach verrückt, also kann man nicht wirklich planen. Wir haben uns schon frisch gemacht, haben geduscht und wollen jetzt gerade auch beim Frühstück machen. Für mich ein paar Reste von gestern, Reis mit Blaubeeren, mag ich ja eh total gerne und ein bisschen Zimt obendrauf. Auch für Roberto gibt es was Herzhaftes, denn ja, er kann sich ja in der Stadt nicht so gut verpflegen, braucht aber trotzdem die Energie. Ja, und dann kommt jetzt auf einmal Gabi, die Freundin vom Campingplatzbesitzer und bringt Schau, uns... was du bekommen hast. Ja, schau, einfach mal Schokowaffeln. Wie geil ist das denn? Mega. Also es lohnt sich wirklich, an einem Campingplatz zu sein, wo der Besitzer gerade Geburtstag hat. Das ist nämlich der Grund für die Waffeln und sie hat halt ein bisschen zu viel Teig gemacht. Profitiere ich sehr gerne von. Vielen Dank. Kaffee. Ja. No. Bei so einem Frühstück weiß man ja wirklich nicht, wo man anfangen soll. Ich habe jetzt noch rote Beerenmarmelade auf die Waffeln getan. Ich glaube, das wird richtig gut. Die Hunde finden es natürlich auch spannend. Also klar, die Waffeln, aber ich glaube, bei denen geht es auch um den Speck und die Eier von Roberto. Kann nicht. Kennt ihr das? Man sitzt in einem süßen Café oder sonst wo im öffentlichen WLAN oder man möchte im Ausland seine Lieblingsserie weitergucken, aber irgendwie fühlt sich das Netz nicht sicher an oder man erhält die klassische Fehlermeldung, dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Da kann CyberGhost Abhilfe schaffen. Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf den VPN von CyberGhost und wir gehören dazu. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ganz vereinfacht dargestellt, CyberGhost baut eine Art digitalen verschlüsselten Tunnel um eure Internetverbindung.
Alles, was ihr online macht, wird dadurch für andere unsichtbar. Egal ob für Hacker im öffentlichen WLAN oder euren Internetanbieter. Was für uns auf Reisen aber das absolute Highlight ist der Streaming-Part. CyberGhost funktioniert mit über 40 verschiedenen Streaming-Diensten. Wir können also von überall auf der Welt so tun, als wären wir gerade in Deutschland oder sonst wo auf der Couch. So haben wir Zugriff auf alle Filme und Serien von Netflix, Disney Plus und Co., die sonst gesperrt wären. Und das Beste, ihr könnt CyberGhost auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Ist also perfekt für die ganze Familie oder eben für uns beide auf all unseren Geräten. Wenn auch ihr eure Privatsphäre schützen und grenzenlos streamen wollt, dann haben wir den absoluten Deal für euch. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr satte 83% Rabatt und 4 Monate gratis. Damit zahlt ihr gerade mal 2,03 € im Monat und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Der Campingplatz hier von Andy ist ja auch wirklich der perfekte Ausgangspunkt für Quito. Also wir sind so ein bisschen außerhalb, eben mit dieser Aussicht, aber man ist auch sehr schnell in der City. Also wir nehmen jetzt ein Taxi, das sind dann 10, 15 Minuten damit und dann sind wir auch schon im Zentrum. Perfekt gelegen. Hola. A la Plaza Grande. ¿Ya? Oh, cerca, sí. Plaza Grande. ¿Y se aplicó la Plaza Grande Central? 410. Für $4 hat uns jetzt der Taxifahrer hier ins Zentrum gebracht, zur Plaza Grande, was eigentlich so ziemlich wirklich das Zentrum des Zentrums ist. Hier herum erstreckt sich die Altstadt mit der schönen Architektur und auch hier in diesem kleinen Park auf dem Platz sieht man ja die Blumen und wie gepflegt alles auch ist. Ja, und natürlich mega schön, dass hier auch so viele Menschen unterwegs sind. Das gibt dem Ganzen ja das Leben. Kaum fängt es an zu regnen, verkriechen sich alle. Aber es ist eigentlich auch schon witzig. Also da oben sieht man, es ist einfach blauer Himmel und hier ja Regen. Und das ist halt einfach ja die Regenzeit. Es regnet, es ist wieder schön, die ganze Zeit. Naja. Man merkt immerhin, die Locals sind vorbereitet, weil kaum jemand geht mehr aus dem Regenschirm aus dem Haus. Ja. Und wer sind die Ausländer, die sich nicht auskennen? Wir sind zwei. die nass werden. Naja. Wir suchen uns jetzt ein kleines Café, wo wir irgendwas trinken können und dann warten wir mal ab. Der Regen geht ja auch wieder vorbei, also manchmal passt das schon. Ich bin schon sehr von Quito überrascht, wie sauber, wie schön alles ist, wie aufgeräumt es ist, wie viele Leute hier unterwegs sind. Es ist eigentlich Mittwoch heute und hier sind überall Stände, so viele Leute hier auf der Straße. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, aber auch die Architektur, die ist so vertraut eigentlich und mir gefällt es allgemein hier in Ecuador. Also ich bin von Ecuador, ich habe schon im letzten Video gesagt, so positiv überrascht, ich hätte das gar nicht gedacht. Ja, tut richtig gut hier zu sein.
Vielleicht dachten einige von euch, die höchstgelegene Hauptstadt sei La Paz in Bolivien, aber La Paz ist zwar höher gelegen, aber es ist quasi nur der Regierungshauptsitz. Verfassungsmäßig ist Sucre die Hauptstadt von Bolivien und das liegt tiefer als Quito. Ich frage mich schon, was da verkauft wird, denn Eis kann es ja nicht sein, denn das würde ja komplett wegschmelzen. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Nebenher, ja, wenn irgendeiner von euch weiß, was es ist, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Und ja, ich probiere gerne alles Mögliche aus, aber das Zeug sieht einfach so süß aus. Ich krieg das nicht hin, nein. Ich kann mich nicht überwinden. Ich glaube, das ist einfach, für mich sieht es aus wie so eine pure Zuckermasse. Und das ist der zu deftig für mich. Aber das hast du ja gerne. Nein, es muss schon nuanciert sein. Ein wenig außerhalb des historischen Stadtkerns befindet sich die große Basilika und ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Ziel für Touristen. Sie ist auch monumental, sie ist riesig. Für uns ist aber die Kirche an sich gar nicht mal so sehr das Interessante, sondern eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Und ja, ich merke, es fängt auch wieder mal an zu regnen, also es ist gutes Timing, dass wir reingehen. Ich darf leider nur einen Rucksack mitnehmen hier. Bis jetzt haben wir es eigentlich immer gut überspielt, dass wir gesagt haben, wir haben zu viele Wertsachen dabei. Aber jetzt geht es nicht. Nein. Ich hoffe, in der Küche wird nicht geklaut. Höhentraining inklusive in der Kirche. Aber es ist schon beeindruckend, halt, wenn man auch so Höhe hochkommt und das so von hinten auch alles ein bisschen sehen kann. Nicht nur vom Hauptschiff aus. Und dieses Fenster hier. Wow. Da sieht man sehr weit, wie es runtergeht. Hast du gesehen, wo wir sind? Wow, ja voll. Wir sind hinterm Ziffernblatt. Ja. Eigentlich sollten hier die Glocken sein, oder? Ja, ich dachte eigentlich hinter der Uhr sind immer die Glocken. Ja. Aber Ist nicht so. Auf jeden Fall, die Uhren, die stimmen alle nicht. Also die zeigt 8 Uhr an, die zeigt 9 Uhr und die, glaube ich, 10 ab 8. Und wir haben jetzt 1:15. Also passt nicht so ganz. nicht ganz. Also ich würde sagen, hier in Quito hat der Begriff schwindelerregende Höhe nochmal eine ganz andere Dimension. Aber ich würde sagen, es hat sich schon gelohnt. Hier hinter uns ist nämlich jetzt die Altstadt. Man hat wunderschöne Aussicht auf diese Gassen und die alten Häuser, die da stehen. Und dahinter den Hügel mit dem Engel, der ja auch ein bekanntes oder beliebtes Ziel für Touristen ist. Schon eine schöne Aussicht. Hat sich schon gelohnt, hier hochzukommen. 16 Stockwerke waren es. Ich glaube, wir haben heute schon was geleistet. Irgendwie hat es schon was. Also meistens sind wir ja nicht diejenigen, die jeden Aussichtspunkt mitnehmen müssen. Aber es ist schon ein anderer Blick auf die Stadt, den man von hier hat. Und man sieht ja wirklich, wie ausgedehnt diese Stadt auch ist. Aber ihr seht es an meinen Haaren, es ist ganz schön luftig hier oben. Es zieht echt und es ist frisch. Und darum, ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runter. Da zieht es ein bisschen weniger. Guten Morgen. Heute ist es soweit. Wir verlassen Quito, zumindest hier diesen Campingplatz. Aber davor gönne ich mir noch was. Ich war das letzte Mal vor 4,5 Jahren beim Friseur
Und ja, der Friseur ist heute hier beim Campingplatz, also gönne ich mir das. Ich habe meinen Haarschnitt ja letzte Woche schon geholt, als wir einmal in der Stadt waren und ich da spontan in den Friseursalon reingegangen bin. Hat mich übrigens $13 gekostet, das ist natürlich unschlagbar. Und ich bin zufrieden. Ich wollte ja nur die Spitzen trimmen und das haben wir hingekriegt. Ja, und während Roberto jetzt einen Haarschnitt kriegt, mache ich ein bisschen den Van fertig, damit wir dann loskommen. Ja, es wird uns schon ein bisschen fehlen hier, dieser Campingplatz. Wir haben hier richtig tolle Leute getroffen und war eine gute Zeit. Ist ein bisschen schwer, sich loszureißen. Estoy justamente ahí tratando de ver. Es muy pequeñito, ¿no? Pero no es que tiene... Solo es para mí, o sea, solo yo voy a estar ahí. Ich würde sagen, bei Roberto sieht es auch immer besser aus. Bin sicher, er wird zufrieden sein und er darf sich ja auch mal einen richtigen Haarschnitt gönnen, der nicht von mir kommt. Er ist mal ein Profi am Werk. Ja, aber wenn ich schon vom Campingplatz und den Leuten hier spreche, muss ich, glaube ich, eine Sache noch erwähnen. Euch ist sicher der Tesla aufgefallen, der hier steht. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich auf so einer Reise und tatsächlich, Sandro fährt mit dem Tesla die Panamericana. Wir sagen ja immer wieder, es gibt nicht das perfekte Fahrzeug und man kann die Panamericana auf jede erdenkliche Art machen. Und er zeigt, dass es sogar mit einem Elektrofahrzeug geht. Es ist machbar und er dokumentiert sogar auch seine Reise und wie er sie erlebt mit dem Elektrofahrzeug, eben auch auf YouTube. Also wenn ihr vorbeischauen möchtet, unbedingt. Wir empfehlen seinen Kanal, wir schreiben es euch auf. Und ja, schon auch nochmal cool. Das ist nochmal ein anderes Level an Abenteuer. Is there anything you would want to tell the people who wonder why you're doing Panamericana with a Tesla? Oh, why? Yeah, or what's about it and how, or I don't know how to put it. Like, yeah, I think people are gonna ask why. I'm trying to break boundaries, kind of like break the norm, and it's very cheap, relatively no maintenance for the last like 140,000 kilometers. It's a fun car to play with. I think with camp mode baked in, it's the ultimate camper. Like the car knows you're sleeping inside of it. Will keep whatever the desired temperature you want on. It's really cozy. So when people struggle with heat, I'm like all cozy inside. Yeah. So I think there's a lot of pros to driving electric, and that's why I'm doing what I'm doing. Trying to be the first person from Tuktoyaktuk to Ushuaia. Nice. I've had no serious issues, and I know a lot of people when they buy older rigs, they have some breakdowns, and that's just something I didn't want to deal with. Yeah. And I do choose. I opt for smaller space, so I have more life experience. So like what I mean is like I Good, live yeah. out of my vehicle. That's right, a nice. lot. That's nice. It's Yeah. more about the trip as well. Yeah. Cool. We wish you lots of luck and a good journey ahead. Thank you so much. Yeah. And yeah, we'll see you again somewhere. Somewhere on the down road. Bye bye. Hola. Und? Na? Sieht gut aus? Ja. Bist du auch zufrieden? Ja, fresh. Richtig gut aus. Besser als Also richtig letztes gut getan, nach 4,5 Jahren das erste Mal beim Coiffeur. Coiffeur. Wir wollten heute ja eigentlich losfahren, endlich mal loskommen von diesem Campingplatz, der uns einfach hier hält. Also wir kommen wirklich nicht weg. Und ja, wir quatschen immer hier mit den Leuten und es ist so angenehm, aber ja, trotzdem, der Tag ist schon halb um, es ist kurz vor 12 und wir haben noch nichts gemacht. Gut, ich habe einen neuen Haarschnitt bekommen, aber wir müssen noch Wasser füllen, wir müssen noch einkaufen gehen. Was war Die noch? Festplatte müssen wir vor allem organisieren. Stimmt. Weil, also uns ist letztens eine Festplatte kaputt gegangen. Wir haben zwar immer alles doppelt gespeichert, also auch eine zweite Festplatte mit denselben Daten. Ja. Aber auch das hat schon mal nicht gereicht und wir haben recht viele Daten von Zentralamerika verloren. Ja, das wollen wir nicht wieder. Nein, Nee. auf keinen Fall. Und hier soll es einen Laden geben, wo wir wohl eine kriegen. Das Ja. ist auch nicht so selbstverständlich, dann sollten wir das eigentlich nutzen. Ja, und dann ist, dann dann fahren ist wir in der die Tag Stadt rum. und dann ist der Tag eigentlich auch schon wieder rum. Ja. Und hier ist es halt auch schon gemütlich. Ja, ich weiß nicht. Es ist so einfach, Ausreden zu finden, um noch mal eine Nacht hier zu bleiben. Ja, naja. Aber vielleicht machen wir das, dann sind wir jetzt einfach heute Nachmittag wirklich produktiv. Wir legen auch die Kamera zur Seite, glaube ich. Und morgen geht es dann weiter. So machen wir es. Ein neuer Anlauf heute und ich glaube, diesmal schaffen wir es. Ja, obwohl auch schon wieder 11 Uhr ist. Haben nicht viel Zeit gewonnen in dem Sinn.
Aber es war halt eben eine gute Ausrede, um nochmal zu bleiben. Ja. Es war einfach wirklich so schön hier. Also wieder dieses Gefühl von Community, aber man merkt auch einfach, Andy lebt dafür. Ja, und voll. man fühlt sich einfach richtig wohl hier. Eine richtig schöne Zeit Also, hier. Ja, auf jeden Fall mit Andy, Gabby und all den anderen Leuten, die hier sind. Es wird uns fehlen, aber wir freuen uns ja auch auf das, was Genau. noch vor uns liegt. Gerade Ja. heute haben wir was ziemlich Cooles vor. Ja, etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Also, ja, verabschieden wir uns Und dann fahren geht's los. weiter. Andy, thank you so much for everything. Todo mejor, ciao. Igualmente. Y también Es hat jetzt noch mal über eine Stunde gedauert, bis wir endlich losgekommen sind. Aber ich glaube, das spricht auch dafür, wie wir öfter sagen, dass es nicht die Sehenswürdigkeiten oder die Orte sind, die etwas besonders machen, sondern die Menschen. Wir sind ja angekommen und fragten so, ja, können wir 2, 3 Tage bleiben? Und daraus sind über 10 oder 11 Tage geworden. Einfach, weil es uns so gut gefallen hat, weil dieser Ort einfach für uns schon was Besonderes geworden ist. Also Quito ist ja eine coole Stadt, aber im Endeffekt waren wir ja auch nur 3-mal da in dieser Zeit, weil wir einfach ja, bei Andy uns so wohl gefühlt haben. Klar, man hat ja auch die Infrastruktur auf dem Campingplatz, die Sicht auf Cotopaxi, wenn man mehr Glück hat als wir, und die Stadt. Aber es ist einfach, ja, es sind einfach die Menschen. Wenn man sich wohlfühlt, da verweilt man gerne länger. Und wir haben ja auch zusammen Grillabende verbracht. Wir durften mit Andy den Geburtstag feiern. Die Hunde waren ja so süß auch. Also, ja, es ist schon lustig. Man redet ja immer von Sehenswürdigkeiten und was für Orte man besucht hat auf einer Reise. Aber für uns ist halt einfach Costa Vista einer dieser Orte, der uns auf jeden Fall sehr nah am Herzen bleiben wird. Und wir können nur jedem empfehlen, der nach Quito kommt, in Costa Vista zu verweilen und von da aus Quito zu erkunden, weil es ist einfach, ja, richtig schön bei Andy und Gabby. Vielen Dank für die tolle Zeit, die wir bei euch haben durften. Wir hatten ja beim Losfahren noch gescherzt, dass wir endlich bei der Abfahrt nun das beste Wetter haben. So blauen Himmel wie heute früh hatten wir, glaube ich, die ganze Zeit über nicht. Und wir hatten auch gehofft, dass wir dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr von der Umgebung von Quito sehen. Denn Quito ist eigentlich umgeben von 14 Vulkanen, die wir ja eigentlich in unserer Zeit hier gar nicht sehen konnten. Und dadurch, dass wir in die Berge fahren, dachten wir, dass wir unsere Chancen nochmal erhöhen. Aber mittlerweile nieselt es wieder. Wir fahren auch ein bisschen wieder durch Nebel. Also wir kriegen wieder alles an Wetter mit und auch an Höhenmetern. Denn wir sind ja bei 3000 bei Costa Vista gestartet, sind erstmal runter auf etwa 2300 Meter über Meer. Jetzt sind wir auf wie viel? 3600 Metern und der höchste Punkt heute ist auf etwa 4000 Metern über Meer. Und danach geht es wieder runter, denn unser Ziel ist auf 3300 Metern. Also es ist wieder ein Auf und Ab. Wir fahren etwa 1700 Meter hoch, 1700 Meter runter insgesamt. Und das auf so kleinem Raum. Also insgesamt die Strecke sind eigentlich nur gut 40 Kilometer. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Van a las piscinas? Sí. Solo a las piscinas. ¿Y si podemos dormir un día? Da sind wir ja wirklich in einer komplett anderen Welt gelandet. Ist auch richtig frisch und natürlich regnet es.
Wie es hier aber wirklich genau aussieht, das seht ihr im nächsten Video. Wir hoffen sehr, dass ihr dabei seid. Vergesst aber nicht, dieses Video hier noch zu liken, zu hypen, zu kommentieren, alle Knöpfe zu drücken, die ihr findet. Und vor allem vergesst auch nicht bei CyberGhost vorbeizuschauen. Über den Link in der Videobeschreibung sichert ihr euch satte 83% Rabatt und Zugang zu über 40 Streamingdiensten und das für gerade mal 2,03 € im Monat und durch die Geld-Zurück-Garantie komplett risikofrei. Wir freuen uns schon, euch im nächsten Video dabei zu haben. Hasta luego! Hasta luego! Die Stadt an und ich freue mich schon, das war blöd. Richtig anstrengend hier, Greizenstrecke hochzulaufen. Beim letzten Mal, dann beim letzten Mal,